Hallo zusammen, wir häkeln mit euch weitere Blumen zu meinem KI-Bild. Und diesmal ist dieses Element. So, ich beginne mit einem Fadenring. Eine Luftmasche. In den Fadenring häkle ich 8 feste Maschen. So, jetzt häkle ich die Maschenzunahme. Pro eine feste Masche häkle ich 2 feste Maschen, insgesamt 16 feste Maschen. Also hier in die erste Masche steche ich ein und häkle die ersten 2 feste Maschen. 1 und in dieselbe Stelle die zweite feste Masche. In die nächste feste Masche wieder 2 feste Maschen. 3, 4 und weitere Maschenzunahme. 5, 6, 7, 8. Insgesamt 16 feste Maschen. So. Und jetzt häkle ich 3 Runden ohne Maschenzunahme. Da können wir uns die Masche markieren. Und 3 Runden feste Maschen häkeln. So, 3 Runden habe ich gehäkelt. Jetzt verarbeite ich hier dieses Fädchen. Das Fädchen aufteilen, schön zusammenziehen, irgendwo einstechen, eine Seite durchziehen. Einen Knoten binden und jetzt abschneiden. So, jetzt häkeln wir die Maschenabnahme. So, einstechen, Faden holen. In die nächste Schlinge auch einmal einstechen und Faden holen. Jetzt habe ich 3 Schlingen, alle 3 Schlingen durch. Jetzt häkeln wir die Maschenabnahme auf der anderen Seite. Das waren 2, 3, 4, 5, 6. Die nächsten 2 Maschen häkeln wir auch. Noch eine feste Masche häkle ich. Es ist eigentlich egal, wie viele Maschen man dazwischen macht. Also ungefähr schauen, dass man auf 2 Seiten die Maschenabnahme
häkelt und jetzt häkle ich die Maschenabnahme. Einmal die eine Schlinge holen, in die nächste Masche einstechen, die zweite Schlinge holen. So 3 Schlingen, alle 3 Schlingen durch. Jetzt häkeln wir die weiteren Maschenabnahmen. Wir haben hier die Markierung auf einer Seite und auf der anderen Seite. Also ich häkle jetzt weiter, bis ich auf der anderen Seite ankomme. Einfach immer zusammenlegen. Hier haben wir die Seite und schauen, wo man die Abnahme häkelt. So, jetzt habe ich hier 2 Maschen, einstechen, Schlinge holen, in die nächste einstechen, Schlinge holen, alle 3 Schlingen durch. So, auf der Seite haben wir die Maschenabnahme gehäkelt. Jetzt häkeln wir gleich auf der Seite. Weitere feste Maschen häkeln. Jetzt häkle ich eine Maschenabnahme. Und auf diese Weise häkeln wir noch weitere Maschenabnahmen auf der rechten und auf der linken Seite. Also ich habe jetzt soweit gehäkelt. So, jetzt fülle ich das Ganze auf. So, noch mehr Füllwatte auffüllen, bis es komplett voll ist. Jetzt versuche ich noch weitere Maschenabnahmen zu häkeln, so weit es geht. Eine Seite und auf der anderen Seite. So, jetzt schneide ich den Faden ab. Soweit habe ich jetzt gehäkelt. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich ziehe hier den Faden einmal durch. Jetzt nehme ich mir eine Häkelnadel. Wir haben hier noch diese Maschen und da steche ich hier an den vorderen Schlingen, steche ich immer ein und ziehe da den Faden einmal durch. Jetzt kann ich das Ganze zusammenziehen. So schaut es aus. So, jetzt können wir den Faden wiederum verarbeiten. Also ich schneide es ein bisschen kürzer ab. So, ich teile den Faden in 2 Teile auf. So, jetzt ziehen wir irgendwo wiederum dadurch, so neben hier einfach daneben einstechen, Faden durchziehen. So schaut's aus. Jetzt
Jetzt nehme ich mir die Häkelnadel, das können wir schon abmachen. Stiche hier irgendwo ein auf der Seite, bis ich bei der Spitze durchkomme, wo wir den Knoten gemacht haben. Und jetzt ziehe ich mir den Faden hier komplett durch. So, jetzt können wir vielleicht nochmal hier einstechen und nochmal so durchstechen. Jetzt können wir den Faden ganz kurz abschneiden. So. Genau, und so schaut das Teil aus. So. Genau, ich wünsche euch dann viel Spaß. Macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal. Schreibt mir auch eure Kommentare, würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Wir häkeln jetzt die Blätter dazu. Ich häkle jetzt 10 Luftmaschen. So, in die zweite Luftmasche häkle ich eine feste Masche. In die nächste Masche ein halbes Stäbchen. In die nächste Masche ein halbes Stäbchen. In die nächste Masche eine feste Masche. Und in die nächste Masche eine Kettmasche. Neun Luftmaschen. In die zweite Masche eine feste Masche. In die nächste Masche ein halbes Stäbchen. In die nächste Masche ein halbes Stäbchen. In die nächste Masche eine feste Masche. In die nächste Masche eine Kettmasche. Und das Ganze wiederholen wir 9 Luftmaschen. Eine feste Masche. 2 halbe Stäbchen. Eine feste Masche. Eine Kettmasche. Und auf diese Weise kann man beliebig viele Blätter häkeln. So, jetzt häkle ich 9 Luftmaschen. Jetzt häkle ich in die zweite Luftmasche eine Kettmasche. In die nächste Masche eine Kettmasche. In die nächste Masche dritte Kettmasche und in die nächste Masche eine vierte Kettmasche. Ich nehme mir ja, das passt. So, jetzt häkle ich 5 Luftmaschen. In die zweite Luftmasche eine Kettmasche.
dann die zweite Kettmasche, die dritte Kettmasche, die vierte Kettmasche. Dann häkle ich die fünfte Kettmasche hier, wo das andere Blatt anfängt. Und dann wieder 5 Luftmaschen. 4 Kettmaschen in die zweite Masche einstechen. Dritte, die vierte Kettmasche und wieder hier einstechen, wo das erste Blatt ist, eine Kettmasche. Jetzt wieder 5 Luftmaschen, 4 Kettmaschen in die zweite Masche, erste Kettmasche und dann weitere 3 Kettmaschen. Und hier nochmal in die Mitte einstechen, eine Kettmasche häkeln. Das Ganze wiederholen wir noch einmal. 5 Luftmaschen, 4 Kettmaschen. Und eine Kettmasche in die Mitte. So, und zwar, das machen wir dann hier, so um dieses Element, um diese geschlossene Rose, so kann man das dann verbinden. So schaut es aus. So. Und jetzt bewegen wir uns wieder nach unten, hier am Stiel mit den Kettmaschen. Also hier einstechen und Kettmaschen häkeln. So, jetzt habe ich hier das Blütenblatt. Jetzt häkle ich hier 5 Luftmaschen, muss ich überlegen. Genau, in die zweite Luftmasche eine feste Masche, dann 2 halbe Stäbchen und eine feste Masche. Und da, wo das Blatt schon mal ist, da häkle ich eine Kettmasche. Einstechen, eine Kettmasche häkeln. So, jetzt bewege ich mich wieder nach unten mit den Kettmaschen. Hier an diesen Luftmaschen einstechen. Drei Kettmaschen habe ich jetzt gehäkelt, jetzt 5 Luftmaschen. Und wieder das gleiche. Eine feste Masche, 2 halbe Stäbchen, eine feste Masche. Und eine Kettmasche hier, wo das Blatt ist. Dann bewege ich mich wieder mit den Kettmaschen nach unten am Stiel. Und 3 Kettmaschen sind es wieder. 5 Luftmaschen. So, und jetzt wieder eine feste Masche, 2 halbe Stäbchen und eine feste Masche. Und hier wieder einstechen, eine Kettmasche häkeln. Und jetzt häkle ich die restlichen Kettmaschen hier einfach in jede Masche jeweils eine Kettmasche häkeln.
Ziehen wir das Ganze ein bisschen in Form. So schaut das jetzt aus. Das Teil kann man so dran befestigen, entweder mit dem Heißkleber dran kleben oder vernähen. So schaut das Ganze dann aus. So, genau. Also ich wünsche euch dann viel Spaß beim Häkeln. Macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal. Würde mich sehr freuen. Schreibt auch eure Kommentare und bis zum nächsten Mal.